Herzlich willkommen zu The Clean Tech Race. Katharina, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, heute zu uns zu kommen. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Warum ist es so schwer, bestimmte Sektoren zu dekarbonisieren oder klimaneutral zu kriegen? Also auf der einen Seite finde ich immer die Botschaft wichtig, so schwer ist es gar nicht. Wenn man mit den Unternehmen redet, dann muss man eigentlich als Grüne gar nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit leisten. Das war vor ein paar Jahren noch ganz anders. Viele Unternehmen sagen mittlerweile, selbst in der Grundstoffindustrie, die ja extrem emissionsintensiv ist, wir haben die technologischen Lösungen, an denen arbeiten wir jetzt, wir wollen vorangehen. Aber uns fehlen politische Instrumente, die das Ganze dann auch wettbewerbsfähig machen. Und kein Unternehmen, das ist ja nachvollziehbar, finanziert Projekte, von denen sie nachher nicht klar wissen, wird da ein Geschäftsmodell draus, kriege ich da einen guten Business Case hin. Und deswegen bräuchte es jetzt politische Entscheidungen, die das Ganze dann auch anschieben. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt natürlich Prozesse, im Zementbereich beispielsweise, da ist es nicht so einfach, CO2-Emissionen zu reduzieren. Da reicht es nicht, auf erneuerbare Energien umzustellen, weil es prozessbedingte Emissionen gibt, die man nicht so einfach los wird. Und da braucht es gleichzeitig technologische Innovationen, damit wir da einen Schritt vorankommen. Da würde ich direkt reingehen, weil gerade wenn wir über Zement reden, über Stahl reden, auch Industrien, in denen du ja auch versiert bist oder dich viel umtreibst, da haben wir ja nicht nur die reine erneuerbare Befeuerung jetzt, also dass wir den Prozess umstellen müssen, die Wärme oder die Elektrizität erneuerbar umzustellen, sondern wir haben ja in dem Prozess selbst Emissionen. Gucken wir uns Zement an, wo ja 2/3 der Emissionen im Endeffekt aus dem Kalzinierungsprozess kommen, aus dem Kalkstein, wo das CO2 losgelöst wird. Da sind ja doch viele Technologien noch nicht so weit. Wir machen große Fortschritte bei den Erneuerbaren, keine Frage. Wir haben steile Lernkurven, die Kosten gehen zurück. Auch da der Ausbau, auch eine Forderung von euch, muss natürlich beschleunigt werden. Aber konkret jetzt beim Zementprozess, was ist nötig, um das zu beschleunigen? Weil es reicht ja nicht, wenn die Sachen erst 2040, 2045 dann irgendwann zu Ende entwickelt sind. Wir müssen ja in der Entwicklung im Endeffekt wesentlich schneller vorgehen, als das jetzt in den letzten Jahren der Fall war. Also Tempo ist ein entscheidender Faktor, das sprichst du sehr richtig an aus unserer Sicht, weil alle Grundstoffindustrien stehen jetzt eigentlich vor der Entscheidung, treffe ich Investitionsentscheidungen, die im Zweifel Milliarden kosten. Und das werden die nur machen, wenn sie eine gewisse Planungssicherheit haben, dass das in die richtige Richtung geht. Und sie befinden sich erstmal alle im Wettbewerb ja noch mit den konventionellen Technologien im Stahlbereich. Das ist der Bereich, mit dem wir Grünen uns sehr intensiv beschäftigt haben, aus 2 Gründen. Der eine ist, die gehen voran, die haben jetzt schon Lösungen, wasserstoffbasierte Stahlproduktion, da sind die überall schon in Modellanlagen. Deswegen ist das ein Bereich, wo man gut über Unterstützung reden kann. Aber auf der anderen Seite gibt es einen großen Wettbewerbsdruck, auch international, dass dieser Schritt gemacht werden muss, weil in Ländern wie China beispielsweise bauen die jetzt auch schon erste Anlagen. Das heißt, da geht es auch um die Frage der Technologieführerschaft. Sind wir vorne oder sind wir hinten? Deswegen ist das der Bereich, wo wir sagen, da ist es noch recht einfach für die Politik. Die Lösungen sind da, wir müssen sie fördern mit unterschiedlichen Instrumenten. Schaffen wir vielleicht gleich auch noch darüber zu reden, welche das sein können. Auch im Chemiebereich ist der Weg jetzt zumindest schon mal klar. Die Industrie selber sagt, wir haben auch Ideen, wie das Ganze geschafft werden kann. Im Bereich der Zementindustrie gibt es natürlich auch Lösungen, was man mit den CO2-Emissionen machen könnte, beispielsweise über CCU dann die Emissionen auch weiter nutzen. Da ist es allerdings so, das ist ziemlich teuer. Das ist so das, was wir aus den Gesprächen mit der Industrie bislang mitnehmen und Alternativen. Wir haben uns als Grüne Bundestagsfraktion mit Carbonbeton beispielsweise beschäftigt, sind auch noch nicht so weit entwickelt, dass wir sagen, damit kann es jetzt den ganzen Markt bedienen. Und das Dritte, und da muss man immer auch drüber sprechen, ist Recycling. Beton ist ein Wertstoff, der bestenfalls immer weiter wiederverwertet werden muss. Da fehlt es auch an Anreizen. Also das sind Stellschrauben, die kann man schneller aus unserer Sicht anreizen. Die Frage, was mache ich dann mit den prozessbedingten Emissionen, ist das, wo noch am meisten auch Arbeit drin steckt. Ein guter Punkt, weil wenn wir uns Zement und da nachgelagert natürlich Beton genauer angucken, was vielen nicht bewusst ist, ein wahnsinnig großer Anteil der weltweiten Emissionen. Also wir reden über das Dreifache der globalen Luftfahrt im Endeffekt. 7-8% der weltweiten Treibhausgasemissionen kommen ja aus der Zementproduktion, eines der größten oder der größte Grundstoff nach Wasser im Endeffekt, der verbaut wird. So, jetzt wenn davon, das sind 2,5-3 Gigatonnen im Jahr CO2, wenn da 2/3 aus dem eben erwähnten Prozess stammen, den wir nicht einfach über Erneuerbare rauslösen können, dann sind natürlich diese Mechanismen, die du ansprachst, extrem wichtig. Aber wir müssen gucken, selbst wenn er abgeschieden wird, also wenn wir CCS, Kohlenstoffspeicherung
oder Kohlenstoffabscheidung und Speicherung oder Nutzung dann verwenden. Muss es dafür Rahmenbedingungen geben? Das ist, ich weiß, ein umstrittenes Thema. Und auf der anderen Seite, generell würden diese alternativen Zementstoffe, alternative Verfahren, die da kommen, nicht alles wird über alternative Baustoffe ersetzt werden können. Wir können nicht alles aus Holz bauen. Also wir werden weiter Beton, werden weiter Zement brauchen. Was gibt es für Ansätze? Vielleicht kannst du ein paar Punkte aus eurer Sicht dazu sagen, um Rahmenbedingungen zu schaffen, die nicht zum Wirtschaftskiller werden, die also nicht Unternehmen reihenweise ins Ausland treiben, sondern die diese Chance, die es eher als Chance definieren, um halt innovative, neue Zementprozesse, Fertigungsverfahren hier zu etablieren und vielleicht sogar ein Treiber zu werden für Wirtschaftsentwicklung. Also überall da, wo schon technologische Lösungen entwickelt sind und wo Unternehmen sagen, das Ganze kann funktionieren, ich befinde mich aber in einem Wettbewerb mit den konventionellen Technologien. Da muss aus unserer Sicht die Politik sowas wie so ein Versicherungs- oder Überbrückungsinstrument schaffen. Das heißt, wir wissen, der CO2-Preis wird in allen Sektoren steigen müssen. Wenn wir Klimaschutz ernst meinen, wird der CO2-Preis steigen. Und damit werden perspektivisch natürlich klimaneutrale oder gerechte Technologien wettbewerbsfähiger, weil die alten Technologien dann höhere CO2-Preise zahlen. Aber die Unternehmen wissen natürlich, gerade die sich im europäischen Emissionszertifikatehandel befinden, wissen ja noch nicht, wann wird der Preis wo sein. Darauf kann man ganz schwer Investitionsentscheidungen langfristig treffen. Und deswegen sagen wir, soll der Staat Verträge abschließen mit den Unternehmen, die solche Technologien haben und sagen, solange deine Technologie die Klimaneutralitätsvermeidungskosten, beispielsweise Klimaneutralitätsvermeidungskosten, also die CO2-Vermeidungskosten, das war das Wort, was ich gesucht habe, solange die höher sind als das, was der CO2-Preis abbildet, solange subventioniert der Staat diese Technologien. Und ab dem Moment, wo das Ganze wettbewerbsfähig ist, weil der CO2-Preis hoch genug ist, ab dem Moment endet die staatliche Förderung. Und wenn der CO2-Preis noch weiter steigen würde und man damit quasi auch einen Wettbewerbsvorteil hat gegenüber den konventionellen, könnte man sogar einen Teil der Subventionen zurückzahlen. Das kennt man aus den Finanzmärkten so als Absicherungsinstrument. Und solche Verträge mit den Unternehmen zu schließen, langfristige, zum Beispiel über 20 Jahre, das wäre aus unserer Sicht ein Instrument, um genau den Unternehmen diese Unsicherheit zu nehmen und denen, die sagen, ich habe da eine Lösung, ich glaube daran, denen auch zu helfen, dann in den Markt reinzugehen und damit auch Geld zu verdienen. Und das würde eben aus unserer Sicht eine totale Innovationsförderung bedeuten. Und auf der anderen Seite, da wo Lösungen noch gefunden werden müssen, muss der Staat natürlich stärker vielleicht auch in der Forschungs- und Entwicklungsförderung dann unterstützen, damit da auch noch weiter dann gute Ideen entwickelt werden. Aber ich bin überzeugt davon, wenn man das eine Instrument macht, sendet man ja auch ein anderes Signal an diejenigen, die forschen. Weil sie wissen, wenn ich eine gute Idee habe, gibt es politische Instrumente, die mir in den Markt helfen, dann gehe ich doch eher in die guten Ideen. Den Punkt, den wir im Vorfeld besprochen hatten, gute F&E-Ansätze, die zu Ende entwickelt werden und es dann nicht durch die Innovationsstufen schaffen, obwohl sie vielleicht langfristig wirtschaftliches Potenzial haben, da reinzugehen. Ich glaube, du schneidest ja zwei Punkte an, die zurzeit unheimlich kontrovers diskutiert werden. Gerade im Vorfeld natürlich jetzt von der Wahl, wo gesagt wird, Moment, noch ambitioniertere Klimapolitik, damit töten wir alles ab, die Arbeitsplätze verschwinden, die Industrien wandern ab und so weiter. Und auf der anderen Seite der Ansatz, dass man innovative Finanzierungsansätze reinzieht und diese Wettbewerbsfähigkeit, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit als absolutes Primat fast schon setzt, ja, um nicht nur die Klimapolitik abzumildern, dahingehend, dass sie keine negativen Auswirkungen hat, sondern dass sie vielleicht nachher, x Studien sind dazu erschienen, für den gesamteuropäischen Markt, nicht nur für Deutschland, eine relative Wettbewerbsvorteilssituation mit sich bringen kann. Da gibt es ja auch Ansätze, wie man, Thema CBAM, wir haben es eben auch schon kurz angeschnitten, wie man einen Markt, ohne ihn zu sehr abzuschotten, ihm ermöglichen kann, dass er dann nicht aus Regionen, wo es keine Fördervorschriften gibt für klimapositive Effekte jetzt irgendwie mit günstig Produkten dann überrollt wird. Wie steht ihr dazu? Wie stehst du dazu? Hast du da eine Perspektive oder eine Meinung? Also es sind ja sogar zwei Fragen in einer. Ich glaube, die erste Frage ist extrem wichtig zu sagen, es ist eine positive Geschichte für die Unternehmen, in die Klimaneutralität zu investieren. Ich war vor kurzem bei einer Diskussion von verschiedenen großen Chemiekonzernen im Chempark in Leverkusen eingeladen und da hat eine junge Auszubildende die Frage gestellt, hat meine Ausbildung eigentlich noch Zukunft hier am Standort? Und ich bin überzeugt davon,
da ist genau die Antwort zu sagen, geht in die Innovation. Die Innovation heißt Klimaschutz. Dann werdet ihr mit Sicherheit eine Zukunft haben. Aber es geht darum, Erster zu sein in diesen Technologien, weil die ganze Welt wird sich in diese Richtung bewegen. Wir sind momentan auf einem 3-Grad-Pfad mit Blick auf die globale Erderwärmung. Das heißt, alle politischen Entscheider werden über kurz oder lang und wahrscheinlich eher kurz in die Richtung gehen müssen. Und wenn du derjenige bist, der es als Erster erkennst und dann auch Technologien anbietest, wird die ganze Welt die nachfragen. Also Riesenchance eigentlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und ich glaube, diese Erzählung, die müssen wir stärker gemeinsam als Gesellschaft hinkriegen, damit man den Menschen die Angst nimmt. Klimaschutz gleich Jobverlust ist ja immer die Riesenangst in den Köpfen. Das Gegenteil ist der Fall, Klimaschutz gleich Jobperspektive. So, das ist das eine. Und die zweite Frage, die du ja gestellt hast, war nach der Wettbewerbsfähigkeit. Und genau da müssen wir Antworten geben. Du kannst zwar Erster sein, aber solange du dich im Wettbewerb mit Technologien befindest, weltweit, die konventionell auf Kohle setzen, damit billiger sind, kannst du vielleicht trotzdem keinen Business Case haben. Und deswegen schlagen wir vor, gemeinsam mit vielen anderen, die Europäische Union ist jetzt auch in die Richtung gegangen, einen Grenzausgleich an der europäischen Außengrenze für Produkte, die auf den europäischen Markt kommen, aber beispielsweise nicht denselben CO2-Preis haben wie auf dem europäischen Markt. Dann wird dieser Preis einfach an der Grenze draufgeschlagen und es ist am Ende nur Level Playing Field. Das heißt, es wird kein ausländisches Unternehmen benachteiligt, sondern es wird einfach nur gleich behandelt. Wir tun so, als unterlägen sie auch dem europäischen Emissionszertifikatehandel. Und damit kriegt man dann aber kombiniert mit der Förderung für klimaneutrale Technologien eine Wettbewerbsfähigkeit auch hin. Das müssen wir jetzt machen. Gegner würden da wahrscheinlich von Zoll. Wir schotten uns ab und von Zöllen sprechen. Genau, das ist die Riesenangst, die Teile der Industrie haben, weshalb sie da auch dann wieder doch zurückhaltend sind. Auf der anderen Seite sind Zölle, wenn sie protektionistisch gemeint sind, ne, wir bestrafen ein ausländisches Unternehmen nur, weil es ein ausländisches ist, sind natürlich Unfug. Das braucht man in der internationalen Wirtschaftspolitik nicht. Aber Zölle können eine Lenkungswirkung haben. Und wenn sie am Ende nur dazu dienen, unfaire Wettbewerbsvorteile zu adressieren, dann ist das was Sinnvolles. Und das machen wir in anderen Bereichen auch. Die Europäische Kommission hat gerade eine neue Strategie vorgelegt, um Dumpingpreise aus China zu adressieren, da wo der Staat mit viel Geld dann Produktionsstrukturen billiger macht. Ist die Wirtschaft eigentlich recht einhellig dafür, dass wir das tun sollten. Auf der anderen Seite haben wir eben Ökodumping. Muss man aus meiner Sicht genauso adressieren wie Preisdumping. Und ich glaube, wir sind gerade in einem Zeitfenster, wo wir international Verbündete finden können, das zu tun. Der amerikanische Präsident Joe Biden hat als eine der wenigen handelspolitischen Themen genau dieses Thema adressiert. Und wenn man die USA als Partner gewinnen könnte und die beiden größten Wirtschaftsräume der Welt das gemeinsam täten, hätte das natürlich eine unheimliche Signalwirkung für den Rest der Welt. 2 Fragen noch dazu. Eine, um direkt bei der internationalen Komponente anzusetzen, das ist eine Chance. Über die Hälfte der Emissionen zurzeit aus dem Zementsektor kommen aus China, allein aus einem Land, 55%. Ja. Was könnte da, hast du eine Einschätzung dazu, habt ihr eine Einschätzung dazu, auch als Partei, was könnte da wirken, um auch da Incentives zu setzen, um auch da nicht über die Strafschiene zu gehen, sondern über eine Incentivierung, über Anreize zu gehen, um auch dort Einfluss zu nehmen und zu versuchen, weniger CO2-reichen Zementproduktionen irgendwie Vorschub zu geben? Also erstmal ist es ja so, dass China zumindest erstmal rhetorisch sagt, Klimaneutralität ist auch unser Ziel. Sie bauen zwar gleichzeitig noch mehr Kohlekraftwerke, das ist ein Problem, aber es ist nicht so, als gäbe es in China keinen Diskurs über das Thema Klimakrise und wir müssen umstellen. Das Zweite ist, dass China ja immer sehr genau monitort, wo sind neue Technologien und wie können wir da auch Erster werden. Und deswegen wäre der Vorschlag, wenn man sowas wie einen Grenzausgleich macht, auch zu sagen, lasst uns einen Club machen, wo wir eine Einladung aussprechen. All diejenigen, die bereit sind, mitzugehen und beispielsweise auch einen Emissionszertifikatehandel etablieren und dann einen eigenen Preis auch auf CO2-intensive Produktion erheben, die sind dann auch raus. Die müssen diesen Aufschlag an der Grenze gar nicht zahlen. Da hast du immer noch, mit Blick auf alle Länder übrigens der Welt, die Frage des Greenwashings. Die musst du überall adressieren. Das ist, wenn ich jetzt die gesamten Erneuerbaren dann für die Stahlproduktion verwende beispielsweise und den ganzen Rest dann mit Kohle mache, dann habe ich für die Gesamtbilanz des Landes nichts gewonnen und hast dann aber für diese konkreten Produkte eben gesagt, die sind grün. Das zu adressieren ist unfassbar schwer.
Das muss man aber lösen, das muss man lösen. Auch wenn wir zum Beispiel Wasserstoff für die Kohle, für die Stahlwerke hier in Europa nutzen wollen, muss es ja auch grüner Wasserstoff sein. Und wenn wir den importieren, müssen wir uns auch fragen, kriegen wir jetzt den ganzen erneuerbaren Strom beispielsweise aus Australien, bauen die da Solarparks, um grünen Wasserstoff für Europa herzustellen, aber für ihren eigenen Strom nutzen sie weiter Kohle. Hast du in der Gesamtbilanz auch nichts gelöst. Das heißt, diese Zertifizierung von Zusätzlichkeit müssen wir so oder so schaffen. Zumal der Wasserstofftransport aus Australien auch eine riesige Kosten- und ökologische Herausforderung Aber sein der australische würde. Botschafter ist da total hinterher. Das wirbt überall dafür. Ich darf verweisen auf Teil 1 von The Cleantech Race, die Wasserstoffherausforderung. Ja. Da ist ja auch viel Diskussionsbedarf oder vieles, was irgendwie ökonomisch oder technisch betrachtet werden muss. Ja. Letzte Frage. Aus unserer Sicht, wir probieren eine Technologieoffenheit dazu propagieren, bei diesen Feldern und vor allem auf die Felder zu gehen, die am schwersten zu dekarbonisieren sind. Ja. Da gehört, gerade im Zementbereich, wahrscheinlich wird manchmal gesagt, ist der am schwersten zu dekarbonisierende Sektor. Mit den 2/3 Prozessemissionen, aus unserer Sicht, wir brauchen irgendeine Form von Regime, von Infrastruktur, von Markt auch für Kohlenstoffabscheidung und Speicherung. CCS, CCUS, Teile davon können mit Wasserstoff zum Beispiel zusammen zu Kraftstoffen verarbeitet werden, aber manches wird wahrscheinlich gespeichert werden müssen. Wie lösen wir das? Also wir Grünen haben gesagt, weil wir bei dem ganzen Thema CCS durchaus auch kritisch drauf schauen und bislang immer gesagt haben, überall da, wo man es direkt über grünen Strom lösen kann, sollte man CCS lassen. So, das ist dann ein Lock-in und mit Risiken behaftet und viele neigen immer dazu, diesen Umweg gehen zu wollen. Das halten wir nicht für sinnvoll. Deswegen gehen wir da schrittweise ran. Wenn wir jetzt regieren würden ab Herbst, dann würden wir mit Sicherheit erstmal in den Branchen, wo es einigermaßen einfach geht, anfangen. Umstellung der Stahlindustrie, Förderinstrumente schaffen, Umstellung der Chemieindustrie, überall da, wo es auf grünen Wasserstoff möglich ist, Förderinstrumente schaffen. Auch da, wo die Zementindustrie auf grüne Energien erstmal umstellen kann, Förderinstrumente schaffen, gleichzeitig im Baubereich stark auf Recycling setzen, um da schnell die Emissionen zu reduzieren. Und dann im Bereich der Zementindustrie gucken, wie weit kommen wir mit technologischen Alternativen und wann ist ein Punkt gekommen, wo wir über CCU oder CCS auch reden müssen. Das ist aber für uns am Ende eines Prozesses, weil wir glauben, als erstes das, was schnell geht, viele Emissionen auch reduziert und gucken, wie weit die Forschung kommt, was es noch an Alternativen gibt. Aber wir sind da ganz offen, das habe ich in verschiedenen Runden schon gesagt, Zement ist aus unserer Sicht das Schwierigste, wo wir auch noch nicht abschließend alle politischen Antworten haben. Es gibt aber noch eine Legislaturperiode, wo wir weiterarbeiten wollen und wo wir uns dem Thema auch noch mal stärker widmen werden. Ich höre ein leichtes Vielleicht raus, ganz vorsichtig und ganz am Ende. Wir glauben, dass bei diesen ganzen Herausforderungen, die du auch gerade ansprachst, da gehört Wasserstoff zu, da gehört die Stahlindustrie zu, mit Wasserstoff und Direktreduktion und Ähnlichem, natürlich ein wahnsinniger Bedarf an erneuerbarem Strom einfach entsteigen wird, wo eine ungelöste Frage ist, wie der gelöst werden kann. Wir haben das Speicherthema und viele andere. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen kurzen Austausch im Wahlkampf und wir freuen uns da weiter, sei es kontrovers oder einvernehmlich, Meinungen zu auszutauschen. Danke für das Gespräch, super spannend bei euch. Sehr gerne, Dankeschön.